Guten Morgen, Dominik. Morgen, Frank. Wie geht's? Alles gut. So, was machen wir heute? Ich habe eine Überraschung für dich. Ich werd verrückt. Wo genau fahren wir denn jetzt dahin? Ja, also wir fahren nach Minden. Dort haben wir eine Bühne stehen. Und das Besondere daran ist, die Bühne ist nicht auf einem LKW montiert, die Bühne ist auf einem Brückenuntersuchungsschiff montiert. Ja, ich habe da ja von gehört. Das klingt echt spannend. Also ich bin wirklich sehr, sehr aufgeregt, wie das dann sein wird. Wir haben diese Anfrage bekommen und ja, für uns war es auch totales Neuland. Und ja, wir haben viele Dinge anders durchdenken müssen. Aber du wirst sehen, am Ende ist da was richtig Gutes bei rausgekommen. Wir treffen gleich den Frank Asche, das ist der Kapitän von dem Schiff. Und der wird uns genau zeigen, wofür er das Schiff benutzt. Und wir haben auch die Möglichkeit, an einem Einsatz teilzunehmen. Super. Das heißt, wir sind so quasi die Matrosen auf dem Boot. Ja, das wird ein spannender Tag, würde ich sagen. Ja, ich freue mich drauf. Moin, Frank. Ja, moin, grüßt euch. Kommt rüber, kommt rüber. Hi. Hi, ich grüße dich. Ja, moin. Frank auch. David, hi. David. Gucken, dass wir einen Tag rumkriegen. Ja. Seit 1969 existiert das Schiff und seitdem gibt es auch eine Arbeitsbühne hier drauf. Ne? Ja, hier siehst du ja schon hier unser schöner Palfinger. Seit 2019 haben wir ihn hier drauf. Bislang immer noch top, super Gerät. Diese spezielle Abstützung, das ist halt auch individuell für dieses Schiff hier, für diesen Job. Also die 4 Stützen, die wir haben. Genau. Wir brauchen diese Stützen zum Teil hauptsächlich nur, wenn man so in der Mitte vom Kanal liegt. Als reine Stabilität bräuchten wir sie nicht unbedingt. Also wir würden auch nicht umkippen. Ist das jetzt eigentlich, also wie ist das dein Schiff? Ist das so, also klar, es gehört dir nicht, aber bist du jetzt mit dem Das Schiff gehört der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung hier. verheiratet? Genau, und ich bin hier der Schiffsführer drauf. Kollege ist der zweite Mann. Wir müssen hier mit 2 Mann drauf sein auf dem Fahrzeug. Und was Ja. machen wir heute so? Wir werden uns gleich auf den Weg zur Brücke machen. Wir werden gleich noch auf einen Ingenieur treffen. Ja, dann schauen wir mal, dass wir da irgendwie was auf die Kette kriegen hier mit euch. Das klingt echt spannend. Alles klar. Hauptsache ihr werdet nicht seekrank, ansonsten... Also wenn ich mir das ja so angucke, das ist ja schon ein cooler, geiler Job, oder? Was macht so den Job so aus? Weil wenn wir jetzt hier so übers Wasser gleiten, das hat ja was. Ja, das ist schon, für mich ist das der beste Job. Ich könnte mir auch nichts anderes vorstellen. Man muss aber auch dazu geboren sein. Ja. Ich bin mein Leben lang auf Schiff. Meine Eltern hatten ein Schiff. Ich war gerade aus dem Krankenhaus und dann war ich schon auf Schiff. Jetzt habt ihr hier eine Arbeitsbühne mit 35 Meter Arbeitshöhe. Ja. Wenn ich mir die Brücken hier so anschaue, dann sind die Brücken ja gerade mal 5, 6, 7, 8 Meter hoch. Ja, man hat da so wie vor uns da große Bögen. Und da ist es schon sehr schön, dass wir diese 35 Meter haben, um auch alles zu erreichen. Ne? Ja. Und ist das jetzt so, dass das aufgrund der Leistung des Gerätes, auch der seitlichen Reichweite, dass ihr jetzt Zeit einsparen könnt, weil ihr einfach einen größeren Arbeitsbereich? Auf jeden Fall. Wenn man sich das hier teilweise anguckt, das ist jetzt das Sperrtor, das nicht, aber die Bogenbrücke da zum Beispiel, da mussten wir 6 Einstellungen machen. Das schaffen wir heute alles mit 4 Einstellungen. So Frank, wie ist so ein typischer Tagesablauf, wenn wir jetzt hier über das Arbeiten mit der Bühne auf dem Schiff reden? Ja, in erster Linie sind mein Kollege und ich ja morgens unterwegs und machen natürlich erstmal einen Kaffee und bereiten uns ein bisschen vor. Checken natürlich auch erstmal die Arbeitsbühne, ob alles in Ordnung ist. Und dann machen wir uns auf den Weg zur Brücke, so wie jetzt auch. Dann treffen wir da unseren Ingenieur und dann legen wir halt los. Ne? Das, was der Ingenieur möchte und möchte woran, da fahren wir hin.
So, lass uns über die Bühne reden. Wie wird die Bühne an das Schiff angebunden? Was waren so die Themen? Die Bühne angebunden, das war eine komplett neue Herausforderung. Also der vorgängige Steiger, der ist ganz anders aufgebaut gewesen. Wir mussten das Deck neu verstärken, wir mussten einen neuen Boden einfügen, wir mussten einen neuen Schacht setzen. Das waren schiffbauliche Herausforderungen, die schon nicht ohne waren. Und wie war die Anbindung von der Bühne jetzt an das Schiff, also von Palfinger Seite? Der maßgebliche Unterschied ist, dass wir normalerweise auf einen LKW aufbauen und da haben wir klare Verhältnisse, wo wir auch die Komponenten platzieren. Die große Herausforderung ist hier, dass die ganze Technik, ich sag mal Elektrokasten, Hydraulikkasten und das Motorpumpenaggregat unter Deck untergebracht werden müssen. Und die Platzverhältnisse sind dort deutlich beengter als an einem LKW. So Dominik, jetzt haben wir ja diese Lösung hier. Wie geht es jetzt weiter? Also es ist ja schon eine sehr kundenspezifische Lösung. Was machen wir zukünftig damit? Ja, ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg war, dass wir auf der einen Seite Komponenten und Systeme aus unserem Standardportfolio direkt verwenden konnten und mit einem kleinen Customizing-Anteil zu einer wirklich kundenorientierten Speziallösung kombinieren konnten. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Baustein für die Zukunft. Vielen herzlichen Dank. Es waren große Erlebnisse. Wir haben einen tollen Einblick bekommen in euren Job, was ihr mit der Bühne macht, wie euer Tag abläuft. Also für uns war es ein ganz großes Erlebnis. Vielen herzlichen Dank. War toll. Dann würde ich sagen, kommt gut heim. Ja, Ne? Danke. Danke nochmal. So Frank, habe ich dir zu viel versprochen? Auf gar keinen Fall. Es war ein toller Tag, tolles Erlebnis, tolle Lösung und ich würde sagen, schwer zu toppen. Lass uns mal zum Unimog gehen und da zeige ich dir eine andere Lösung. Ich möchte das gerne zeigen. Schauen wir uns das mal an. Ich freue mich drauf. Jo.